Welche Komponenten umfasst die Marketingplanung? Ausgangspunkt der Überlegung sollte die sogenannte Marketingplanung sein, die Sie hier in einer grafischen Übersicht sehen. Man beginnt bei der Ausgangssituation des Unternehmens, das heißt, man überlegt, was sind die Herausforderungen auf den einzelnen Märkten, auf denen man tätig ist, wo liegen Stärken und Schwächen des eigenen Unternehmens und welche möglichen strategischen Vorgaben rahmen die Aktivitäten. Ziel ist es, in einer Strategie festzulegen, wo will ich als Unternehmen tätig sein, wohin will ich mich entwickeln, wie kann ich dabei grundsätzlich vorgehen, also wie kann ich diese Strategien ausrichten, und häufig unterschätzt die Frage nach dem Wann. Wann ist der richtige Zeitpunkt, in einen Markt einzutreten und/oder einen Strategiewechsel vorzunehmen. Bei Startup-Unternehmen wird man typischerweise einen relevanten Markt zunächst haben, den man mit einem Leistungsangebot adressiert. Mit wachsender Größe des Unternehmens werden es mehrere relevante Märkte sein, die man vielleicht auch mit unterschiedlichen Leistungsangeboten versucht zu bearbeiten. Hier eignen sich dann die sogenannten strategischen Geschäftsfelder zur näheren Differenzierung der Planung. Man wird also für jedes einzelne strategische Geschäftsfeld eine einzelne Marketingplanung und eine einzelne Strategieentwicklung vornehmen. Die definierten Strategien werden dann umgesetzt mit den Marketinginstrumenten, den sogenannten 4P, die wir uns gleich auch noch etwas ausführlicher ansehen werden. Sind Strategien und Instrumente bestimmt, kommt dann noch der Schritt der Implementierung und der fortlaufenden Kontrolle, ob die Instrumente auch so wirken, wie man sich das vorgestellt hat, oder ob man eventuell im Zeitablauf nachjustieren muss. Sie finden zwei vertiefende Module neben diesem Modul zum Marketing. Das ist einerseits die Marktanalyse, die hier gekennzeichneten Bereiche der Marketingplanung abdecken. Und wir haben zu den 4Ps auch noch ein besonderes Modul, was sich mit Erlösmodellen und Preisstrategien beschäftigt. Ich werde mich nachfolgend mit den weiteren Aspekten in den 4Ps und auch einigen grundsätzlichen strategischen Aspekten beschäftigen. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Marktbearbeitung gibt es? Als Ergebnis der Marketingplanung ergibt sich die Konzentration auf relevante Märkte, die ich für meine Aktivitäten als die relevanten erachte. Hierbei ist es genau die Frage, wo will ich tätig sein? Den einzelnen relevanten Markt kann ich dann überlegen, entweder vollständig abzudecken und zu bearbeiten oder ihn nochmal aufzuteilen in Teilgruppen oder Segmente, die dies erforderlich machen und die vermutlich tragfähig und relevant sind für diese Aktivitäten. Ich kann hierbei, und das ist die andere Achse dieser Matrix, die Sie sehen, differenziert oder undifferenziert vorgehen. Aus der Kombination dieser beiden Achsen ergeben sich jetzt die 4 Möglichkeiten der Ausrichtung. Wir sprechen von einem sogenannten undifferenzierten Marketing, wenn ich den Gesamtmarkt bearbeite und dabei alle Teilsegmente gleich bearbeite. Wir sprechen vom sogenannten differenzierten Marketing, wenn nach wie vor der Gesamtmarkt das Ziel bleibt, aber ich versuche, auf die Besonderheiten oder Eigenheiten verschiedener Zielgruppen einzugehen. Wenn ich mich nur auf Teilgruppen konzentriere und einzelne ausschließe, habe ich die Möglichkeit, dieses entweder undifferenziert zu tun, also alle die von mir als relevant erachteten Teilsegmente noch zu bearbeiten, dies aber undifferenziert zu tun, also alle gleich zu behandeln, dann spricht man vom sogenannten konzentrierten Marketing. Oder ich kann die verbliebenen Segmente, die ich als relevant erachte, auch noch verschieden behandeln. Das nennt man das selektiv differenzierte Marketing. Neben der Frage nach dem Wo war es ja auch wichtig, das Wie zu bestimmen. Hier gibt es grundlegende strategische Optionen, die Sie hier in Anlehnung an Porter konkretisiert sehen. Ich muss mich fragen, wo sehe ich als Unternehmen meinen Wettbewerbsvorteil, und Porter skizziert hier 2 große Anknüpfungspunkte. Sie kann entweder in der Perspektive des Kunden liegen, und hier kann ein Wettbewerbsvorteil in der Differenzierung liegen. Das heißt, der Kunde soll mein Leistungsangebot im Vergleich zum Wettbewerb als überlegen, als besser wahrnehmen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Kostenvorsprung zu erzielen. Das heißt, aus der Perspektive des Kunden ist mein Leistungsangebot durchaus vergleichbar, aber meine internen Kostenstrukturen sind überlegen im Vergleich zum Wettbewerb. Dann strebe ich als Unternehmen die Kostenführerschaft oder die umfassende Kostenführerschaft an. Was wir aus der Überlegung zuvor schon kennen, ist die Unterteilung, ob ich das für den Gesamtmarkt anstrebe, diese Strategien, Differenzierung oder umfassende Kostenführerschaft, oder ob ich mich auf einzelne Segmente konzentriere und damit Schwerpunkte setze, indem ich entweder die Differenzierung oder die Kostenführerschaft anstrebe. Porter warnt dringend vor einem Stuck in the Middle oder einem Sitzen zwischen den Stühlen. Also man soll sich nach seiner Empfehlung ganz klar konzentrieren, entweder die Differenzierung anzustreben oder die umfassende Kostenführerschaft, und diese Strategien nicht miteinander zu vermischen. Welche Instrumente stehen zur Vermarktung des Leistungsangebots zur Verfügung? Kommen wir nun zu den Instrumenten, den sogenannten 4Ps.
Die 4 Ps ergeben sich aus der englischen Bezeichnung der 4 Instrumentenkategorien, die Sie hier auch in der Abbildung sehen, also Product, Place, Promotion und Price. Bei Product geht es um die Frage des Leistungsangebotes. Welche Leistungsangebote will ich meinem Nachfrager anbieten? Welche Sortimentsbreite und Tiefe verfolge ich hierbei? Welche Rolle spielt die Marke und die Markierung meines Leistungsangebotes? Das sind wichtige Fragestellungen, die im Rahmen der Produktpolitik zu beantworten sind. Bei Place geht es um den Vertrieb, also um die Distribution der Ware zum Kunden hin. Hier sind wichtige Spannungen zu überwinden, die wir uns gleich noch genauer angucken werden. Promotion ist die Kommunikationspolitik, also alle möglichen Arten der zielgerichteten Kommunikation an den Kunden. Und beim Price, der etwas außerhalb steht, geht es um die Gegenleistung, also die Gegenleistung, die ich von Seiten des Kunden erwarte. Typischerweise sind das Eurobeträge bzw. monetäre Gegenleistungen, aber zunehmend werden auch Daten wichtiger, die als Gegenleistung in meine Verfügung als Anbieter geraten und die ich für eigene Zwecke oder auch für weitere Erlösquellen nutzen kann. Preispolitik ist ein sehr sensibles Instrument, mit dem wir uns auch noch beschäftigen werden. Was wird unter den Nutzenelementen eines Produkts verstanden? Jedes Produkt kann als ein Leistungsbündel aus verschiedenen Komponenten verstanden werden. Als Summe ergeben sie bestimmte Nutzenelemente, die wichtig sind für die Kaufentscheidung. Bei diesem Notebook geht es wahrscheinlich primär um die Möglichkeiten, mobil tätig zu sein und IT-Ressourcen nutzen zu können. Man unterscheidet zwischen dem sogenannten Grundnutzen und dem sogenannten Zusatznutzen. Der Grundnutzen ist genau diese mobile Leistungsfähigkeit, die ein Notebook verspricht. Hierfür gibt es auch andere Lösungen, aber ein Notebook hat eben bestimmte Eigenschaften, die bekannt sind und die diesen Grundnutzen erfüllen können, dieses Problem zu befriedigen. Manchmal kaufentscheidend sind aber die Zusatznutzenfaktoren, die man sehr grob zwischen Erbauungsnutzen und Geltungsnutzen differenzieren kann. Der Erbauungsnutzen ist die Art des Wie und wie ich das persönlich wahrnehme, dass das Problem gelöst wird. Das können Designaspekte oder funktionale Aspekte sein, die mir besonders gut an einer Lösung gefallen. Beim Geltungsnutzen geht es um die Wirkung auf andere. Schmückt mich eine Marke? Entspricht das Statement des Produktes dem Statement, wie ich gerne von Dritten gesehen werde? Kann ich mich also damit profilieren, dass ich eine bestimmte Marke oder ein bestimmtes Produkt vertrete, weil es besonders hochwertig ist oder eine besondere Gesinnung bedeutet? Das sind solche Komponenten, die zum Geltungsnutzen gehören. Und diese Zusatznutzenelemente können manchmal wirklich die kaufentscheidenden Faktoren sein und sollten authentisch zu den jeweiligen Positionierungen passen. Wie können die einzelnen Leistungskomponenten als Produkt kombiniert werden? Jedes Produkt kann man als ein Bündel verschiedener Leistungskomponenten interpretieren, was zum Beispiel aus materiellen und immateriellen Komponenten besteht. Der Schlüssel zum Erfolg wird es sein, die richtige Mischung zu finden. Wie standardisiert oder individualisiert richte ich zum Beispiel das Leistungsangebot an den Bedürfnissen verschiedener Kundengruppen aus? Hat der Kunde eine Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen Kombinationen oder Bündeln, die ich schon vorkonfiguriert habe, oder ist er völlig frei bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten zu einem Leistungsbündel? Das müssen wir uns etwas differenzierter ansehen. Zum einen gibt es die Unterteilung nach sogenannten Kern-, Muss-, Soll- und Kann-Leistungen. Die Kernleistungen stehen im Mittelpunkt der Nachfrage und adressieren unmittelbar das Bedürfnis, warum der Kunde ein Produkt nachfragt. Die Mussleistungen müssen erbracht werden. Das können rechtliche Bestimmungen sein oder es können technische Voraussetzungen sein, die das erforderlich machen. Also zum Beispiel bestimmte Garantien, die gesetzlich vorgeschrieben sind, oder eine Auslieferungsinspektion bei einem Neufahrzeug. Ohne dem kann ich das Neufahrzeug gar nicht verkaufen. Die Sollleistungen sind marktüblich und werden vom Kunden typischerweise erwartet. Wenn diese fehlen, würde er eine Lücke verspüren. Wettbewerber bieten diese Leistungen auch an und sie sind einfach im Anforderungskatalog des Kunden aufgenommen. Bei den sogenannten Kann-Leistungen kann ich mich als Anbieter differenzieren. Sie müssen nicht angeboten werden, sie können angeboten werden. Und hier besteht tatsächlich die Möglichkeit, eine Differenzierung gegenüber dem Leistungsangebot des Wettbewerbs durchzuführen. Interessant ist auch die Frage nach der Bundling-Strategie. Hier geht es um die Frage, ob der Kunde auswählen kann und in welchem Umfang und in welcher Form er auswählen kann. Die Bandbreite reicht vom sogenannten Unbundling. Hier ist der Kunde völlig frei, aus den angebotenen Komponenten selbst etwas zusammenzustellen und nach seinen eigenen Bedürfnissen zu kombinieren.
Das andere Extrem ist das sogenannte Komplettbundling. Hier biete ich als Anbieter nur fertige Pakete an und der Kunde kann entscheiden, ob er das ein oder andere Paket nimmt. Es sind aber keine Modifikationen möglich. Die Wahrheit liegt häufig im Mixed Bundling. Es gibt Grundkonfigurationen, die auf die Bedürfnisse bestimmter Leistungsgruppen schon ausgerichtet sind. Der Kunde hat aber gegen ein besonderes Entgelt vielleicht die Möglichkeit, weitere Komponenten hinzuzuwählen oder vielleicht auch auf Komponenten zu verzichten und dafür preisliche Zugeständnisse zu erhalten. Welche Aufgaben erfüllt der Vertrieb? Die Funktionen der Distributions- oder Vertriebspolitik kann man sich sehr gut an Spannungen verdeutlichen. Spannungen, die existieren zwischen Produktion auf der einen Seite und Verwendung und Nachfrage des Produktes auf der anderen Seite. In der Literatur wird unterschieden zwischen sogenannten quantitativen, qualitativen, informatorischen, räumlichen und zeitlichen Spannungen. Gucken wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an, was es bedeutet. Sie haben zum Beispiel eine Obst- und Gemüseplantage und es fällt auseinander die Menge, die Sie einerseits ernten, das können ja ganze Tonnen sein, die dort anfallen, und dem, wie es marktüblich nachgefragt wird. Wichtige Aufgabe der Distribution ist es dann, marktübliche Gebinde zu formen und diese den Kunden anzubieten, sodass er kiloweise dieses Obst und Gemüse nachfragen kann. Es gibt auch örtliche Spannungen zu überwinden. Ihre Plantage ist vielleicht in Berlin-Brandenburg, Sie wollen aber deutschlandweit vertreiben und so sollen auch Nachfrager in München ihre Produkte nachfragen können. Wichtige Aufgabe des Vertriebes ist es, diese räumliche Spannung zu überwinden und eben den Transport und die Logistik hin zu dem Ort der Nachfrage auch sicherzustellen. Auch eine zeitliche Spannung ist zu beachten. Sie werden in wenigen Wochen im Jahr ernten, werden aber versuchen, in einem größeren Zeitfenster die Kunden zu bedienen. Also gilt es auch hier, Lagermöglichkeiten zu finden und das zu organisieren, dass Ihre Ware möglichst lange frisch vom Nachfrager nachgefragt werden kann. Wie wird der Vertrieb organisiert? Bei der Gestaltung des Vertriebes geht es vor allen Dingen um die Gestaltung des Distributionssystems. Dieses Distributionssystem muss aufgebaut werden und es muss abgewogen werden, ob es geeignet ist, ob vielleicht mögliche Wettbewerbsvorteile hier gegenüber dem Wettbewerb erschlossen werden können. Zentral sind die Fragen nach den Vertriebswegen, der Einschaltung von Absatzmittlern oder Absatzhelfern und die Ausgestaltung der physischen Distribution, die sogenannte Marketing-Logistik. Bei den Vertriebswegen geht es um die Frage, wer die Vertriebsaktivitäten durchführt. Kommen wir nochmal auf unser Beispiel der Äpfel und Gemüse zurück. So gibt es die Möglichkeit des direkten Vertriebes oder des Direktabsatzes. Hier kommt der Verwender entweder zu Ihnen auf den Hof oder Sie führen die Vertriebsaktivitäten zum Beispiel auf regionalen Wochenmärkten selbst durch. Es gibt aber auch die Möglichkeit des sogenannten indirekten Absatzes und das führt uns auch schon zur zweiten Kategorie. Sie entscheiden sich dazu, zusätzlich oder allein ausschließlich Absatzmittler oder Absatzhelfer einzubeziehen. Absatzmittler sind eigenverantwortlich handelnde Akteure, wie zum Beispiel große Einzelhändler, die diese Ware einkaufen und auf eigene Verantwortung wieder an Nachfrager weiterverkaufen. Absatzhelfer übernehmen nur einzelne wichtige Teilfunktionen, zum Beispiel die Logistik, handeln aber nicht als Unternehmer eigenverantwortlich, sondern werden im Auftrag tätig und erfüllen ein Gewerk. Das kann Ihnen dabei helfen, die physische Distribution zu organisieren, also die Sicherstellung der physischen Verfügbarkeit des Produktes am Ort der Nachfrage. Welche Rolle spielt die Kommunikationspolitik bei der Vermarktung eines Leistungsangebots? Die Rolle der Kommunikationspolitik bei der Vermarktung eines Leistungsangebotes ist zentral. Sie bestimmen hiermit die Wahrnehmung des Unternehmens und auch des Leistungsangebotes beim Kunden. Es geht also bei der Kommunikationspolitik um die zielgerichtete Abgabe von Informationen und das Adressieren eines Empfängers mit einer bestimmten Botschaft. Wir können uns das vorstellen als einen Kommunikationskanal, bei dem es einen Sender gibt, in der Regel ein Unternehmen, was eine bestimmte Information über einen Kanal zu einem bestimmten Empfänger übertragen will. Hierbei gilt es, die Botschaft richtig zu kodieren und damit in die richtige Form zu übertragen, sodass sie kanalgeeignet übertragen werden kann und vom Empfänger auch dekodiert, das heißt verstanden und in der richtigen Form aufgenommen werden kann. In jedem dieser Teilschritte kann es zu Störungen kommen, die dazu führen, dass Botschaften missverständlich sind, dass sie nicht die entsprechende Wirkung beim Empfänger auslösen oder dass es zu Irritationen kommt. All das kann den Vermarktungsprozess entscheidend stören.
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen der sogenannten persönlichen und der unpersönlichen Kommunikation und beide sind wichtig. In der Regel handelt es sich um eine Kombination aus beiden. Die persönliche Kombination findet direkt zwischen lebenden Personen statt, also Vertriebsmitarbeiter oder Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar mit dem Kunden sprechen. Die unpersönliche Kommunikation nutzt alle möglichen Arten der Medien, Offline-Medien, Printmedien, aber auch Online-Medien, um bestimmte Botschaften an den Kunden, an den Empfänger zu adressieren. In welche Kategorien lassen sich Kommunikationsmaßnahmen einteilen und wie grenzen sich diese voneinander ab? In Bezug auf die Kommunikationspolitik kann man 3 wichtige Teilbereiche unterscheiden. Die Werbung, die Verkaufsförderung und die sogenannte Öffentlichkeitsarbeit oder PR für Public Relation. Werbung und Verkaufsförderung beziehen sich auf die Absatzförderung konkreter Produkte. Bei der Werbung geht es um das Senden von Informationen, in der Regel 1:N, also ein Sender adressiert mehrere Empfänger einer Botschaft, mit dem er versucht, die Wahrnehmung eines bestimmten Produktes zu beeinflussen. Man kann Anzeigen schalten in Printmedien, man kann Spots im Fernsehen schalten, Plakate auf Litfaßsäulen oder eben natürlich in Online-Medien entsprechende Banner schalten oder auch Social-Media-Kampagnen durchführen. Bei der Verkaufsförderung ist man näher am Ort des Geschehens, wo die Kaufentscheidung fällt, am sogenannten Point of Sale. Hier versucht man auf den letzten Metern den Kunden noch zu beeinflussen, sodass er vielleicht durch die Werbung schon voreingestimmt jetzt das Produkt einkaufen will. Und damit es zu keinen Irritationen kommt oder damit vielleicht auch noch Impulskäufe ausgelöst werden, kann man direkt am Point of Sale Maßnahmen ergreifen, über zum Beispiel Displays, Proben, aber auch vielleicht persönliche Verkaufsgespräche, die nochmal letzte Argumente liefern. Hiervon zu unterscheiden ist die Öffentlichkeitsarbeit und Public Relation. Hier geht es nicht um die Absatzförderung eines bestimmten Produktes, sondern um die Gestaltung der Wahrnehmung einer Unternehmung in den Augen verschiedener Stakeholder, also Interessensgruppen. Das sind nicht nur die Nachfrager, sondern das können auch zum Beispiel Lieferanten, Kapitalgeber oder eine breite Öffentlichkeit sein, die eine bestimmte Wahrnehmung vom Unternehmen erhalten sollen. Man kann dies versuchen zu gestalten über Pressearbeit und entsprechend lancierte Pressemitteilungen, aber auch durch die Darstellung bestimmter Broschüren oder des Jahresberichtes, der eine zunehmend wichtigere Funktion einnimmt. Welche Rolle spielt der Preis bei der Vermarktung eines Leistungsangebots? Die Rolle der Preispolitik im Rahmen der absatzpolitischen Instrumente ist durchaus zentral. Das liegt an einigen Besonderheiten, die wir uns im Folgenden mal angucken können. Auf der einen Seite sind Preisforderungen unmittelbar erlöswirksam. Und Erlöse minus Kosten ergibt den Gewinn. Das heißt, mit jeder Preisveränderung bewirke ich eine Veränderung der Erlöse und damit auch eine Veränderung der Erfolgsgröße. Typischerweise wird auch darauf abgestellt, dass das Preisinstrumentarium schnell realisierbar ist und deswegen auch ein Stück weit verführerisch für die Entscheidungsträger, zum Beispiel über eine Preissenkung, eine Mengenausweitung erzielen zu wollen. Aber diese Wirksamkeit der preispolitischen Maßnahmen auf Dauer gesehen auch ein sogenanntes gefährliches Instrument darstellt, weil sie nicht so leicht revidiert werden kann. Das heißt, einmal durchgeführte Preissenkungen führen dazu, dass der Kunde sich an einen gesenkten Preis gewöhnt und vielleicht in der Folge keine Preiserhöhung mehr akzeptiert. Spricht daher tatsächlich von einem gefährlichen Instrument. Preise können auch ganze Strategieansätze dominieren, insbesondere bei homogenen Produkten. Denken Sie an Niedrigpreis- oder Hochpreisstrategien. Wenn ich versuche, mich über eine Niedrigpreisstrategie zu positionieren, dann wird mein gesamtes Leistungsangebot wahrgenommen als ein günstiges Angebot, was insbesondere seinen Wettbewerbsvorteil über den Preis sucht. Entscheide ich mich für eine Hochpreisstrategie, so brauche ich als Voraussetzung gute Argumente in der Wahrnehmung des Kunden. Das heißt, mein Produkt muss besser sein als das des Wettbewerbs, sodass er bereit ist, diese höhere Preisforderung zu akzeptieren. Dies führt uns auch zu den wichtigen Einflussfaktoren auf die konkrete Preisforderung. Bitte unterliegen Sie nicht dem Fehler, dass Sie unmittelbar von den Herstellkosten auf mögliche Preise schließen. Es ist nur in ganz wenigen Zusammenhängen wirklich sinnvoll, die Überlegungen zur Preisforderung bei den Kosten zu beginnen. Also in der Logik, ich erkenne meine Herstellkosten, schlage eine bestimmte Marge drauf und hieraus ergibt sich mein Preis. So funktioniert keine Marktwirtschaft. Sie müssen von der anderen Seite her denken. Welchen Preis akzeptiert der Kunde? Welchen Nutzen stiften Sie mit Ihrem Leistungsangebot?
Und welchen Preis können Sie dementsprechend vom Nachfrager fordern? Der Nachfrager wird Ihr Leistungsangebot vergleichen mit dem Wettbewerb und mit Ihrer Konkurrenz, sowohl der direkten als auch der indirekten Konkurrenz. Das heißt, Sie müssen beachten, welchen preispolitischen Spielraum Sie überhaupt in diesem Zusammenspiel haben, Preisakzeptanz beim Kunden, Forderung durch den Wettbewerb, in welcher Bandbreite können Sie hier Preise variieren. Das kann auch abhängig sein von entsprechenden Marktentwicklungen, vielleicht rechtlichen Vorgaben als Marktrahmenbedingungen, aber auch Entwicklungen im Zeitablauf, die hier dazu führen, dass Preise im Zeitablauf gesteigert oder vielleicht auch abgesenkt werden müssen. Ein wichtiger Einflussfaktor sind auch die anderen Produktlinien des Unternehmens. Wenn Sie für ein bestimmtes Produkt eine Preisstrategie festlegen und dieses Produkt Teil einer bestimmten Markierung ist und unter einer Marke wahrgenommen wird, hätte das unmittelbare Folgen auch für andere Produktlinien. Wenn Sie also in einem Bereich eine Niedrigpreisstrategie verfolgen, so ist es in der Regel kaum argumentierbar, warum Sie in anderen Bereichen unter der gleichen Markierung eine Hochpreisstrategie verfolgen. Dies geht dann in der Regel nur über eine Mehrmarkenpolitik, sodass Sie die Produkte zwar als Bestandteil Ihres Sortimentes, aber in der Wahrnehmung des Kunden durchaus als ausreichend differenziert wahrnehmen lassen, sodass Sie hier unterschiedliche Preisstrategien bei den Produkten verfolgen können. Wenn ich gesagt habe, dass man von den Herstellkosten nicht auf die Preise schließen soll, heißt das nicht, dass Sie nicht genau Ihre Herstellkosten im Auge behalten sollen. Die Logik muss nur eine andere sein. Über die Marktrahmenbedingungen, über die Nachfrage und über den Wettbewerb ergibt sich ein Gestaltungsspielraum für Preise und Sie müssen dann überlegen, ob diese Preise auskömmlich sind, also Ihre Herstellkosten decken können. Liegen Ihre Preise dauerhaft unter den Herstellkosten, haben Sie ein Problem. Sie werden nicht dauerhaft am Markt nur mit diesem Leistungsangebot existieren können. Liegen Ihre Herstellkosten deutlich unter den erzielbaren Preisen, ist es umso erfreulicher, weil diese Spanne bestimmt Ihren Gewinn. Kurz gesagt, wie vermarkte ich ein Leistungsangebot? Lassen Sie uns nochmal zusammenfassend auf die Vermarktung von Leistungsangeboten schauen und uns die 4 Ps nochmal vor Augen führen, die wir jetzt kennengelernt haben. Bei der Produktpolitik geht es um die Frage, mit welchem Leistungsangebot gehe ich an den Markt heran. Ich kann mich zum Beispiel entscheiden, ob ich nur ein Produkt anbiete oder ob ich mehrere Produkte parallel in meinem Sortiment aufnehme. Hierbei ist es dann auch zu überlegen, ob das einzelne Produkt noch variiert wird, also in verschiedenen Varianten angeboten wird und welche Auswahlmöglichkeiten der Kunde in Bezug auf diese Produkte hat, die sogenannten Bundling-Strategien. Mit der Vertriebspolitik wird versucht, die verschiedenen Spannungen, die wir kennengelernt haben, zu überwinden. Sie sollten ein Distributionssystem überlegen, mit dem Sie unter anderem direkte und indirekte Vertriebskanäle adressieren, die auch miteinander kombiniert werden können. Hierbei ist auch zu unterscheiden, ob und welche Arten und Anzahlen von Absatzmittlern und Absatzhelfer Teil Ihres Distributionssystems werden können. Die Kommunikationspolitik prägt zentral die Wahrnehmung Ihres Unternehmens und Ihres Produktangebotes auf Seiten der verschiedenen Stakeholder, insbesondere auf Seiten der Nachfrager. Das heißt, hier ist es abzuwägen, mit welchen Instrumenten der Kommunikationspolitik Sie Botschaften adressieren wollen. Und wir haben die 3 wichtigen Arten Werbung, Verkaufsförderung und Public Relation kennengelernt. Hierbei handelt es sich nicht um ein Entweder-Oder, sondern um eine zu kombinierende Variation aus diesen 3 wichtigen Teilbereichen. Als besonders gefährliches, aber auch interessantes Instrument haben wir die Preispolitik kennengelernt. Hier muss ich einerseits Preisstrategien festlegen der grundsätzlichen Positionierung, zum Beispiel Hochpreis- oder Niedrigpreisstrategien. Und ich muss dann konkrete Preisforderungen formulieren, die von einer Reihe von Einflussfaktoren abhängig sind. Bitte denken Sie nicht nur an die Herstellkosten. Welche weiterführende Literatur können Sie empfehlen? Die Bandbreite der Marketingliteratur ist fast unüberschaubar. Wir haben Ihnen hier eine Auswahl zusammengestellt. Einerseits allgemeine Werke, die gute allgemeine Hinweise zu Marketingaspekten geben. Hierzu gehören Kuss-Klein-Altenkamp, aber auch Kotler et al. Oder auch das Werk von Brun. Besonders auf den Gründungskontext geht zum Beispiel Orlet ein, der auch das Marketing als einen Teil des unternehmerischen Handelns sehr schön darstellt, oder auch die Unterlagen zum Businessplan-Wettbewerb, die Ihnen hier gute Einblicke und Hinweise geben.